Kennst du das Gefühl, dass dein Kopf einfach nicht still sein kann? Du liegst im Bett, alles ist ruhig, aber in dir ist es laut. Ein Gedanke kommt, dann noch einer, und plötzlich sind es 100. Warum passiert das? Warum können wir nicht einfach abschalten? Vielleicht denkst du über ein Gespräch nach, das schon längst vorbei ist. Du wiederholst jedes Wort, jede Reaktion, immer wieder. Warum habe ich das gesagt? Oder was denkt die Person jetzt über mich? Und plötzlich fühlst du dich unruhig, obwohl eigentlich nichts passiert. Overthinking beginnt oft ganz leise, fast unsichtbar. Ein kleiner Gedanke, der sich wichtig anfühlt. Du willst ihn verstehen, kontrollieren, lösen. Aber je mehr du denkst, desto größer wird er. Kennst du diese „Was wäre wenn?" Fragen? Was wäre, wenn ich einen Fehler mache? Was wäre, wenn etwas schief geht? Diese Gedanken fühlen sich wie Schutz an, aber sie machen dich müde. Manchmal denkst du so viel, dass du nichts mehr machst. Du willst die perfekte Entscheidung treffen. Aber es gibt keine perfekte Entscheidung. Und während du wartest, passiert nichts. Dein Kopf sagt, denk mehr, dann bist du sicher. Aber dein Herz fühlt, ich bin erschöpft. Du bist zwischen Kontrolle und Müdigkeit gefangen. Und genau das macht Overthinking so schwer. Vielleicht hast du gelernt, immer stark zu sein. Immer vorbereitet, immer vorsichtig. Keine Fehler machen. Nichts riskieren. Und jetzt denkt dein Kopf ständig, um dich zu schützen. Aber weißt du was? Nicht jeder Gedanke ist wichtig. Nicht jeder Gedanke ist wahr. Und nicht jeder Gedanke verdient deine Energie. Dein Kopf ist wie ein Radio, das nie aus ist. Aber du kannst lernen, die Lautstärke zu reduzieren. Nicht sofort, nicht perfekt, aber Schritt für Schritt. Und das beginnt mit einer einfachen Frage. Hilft mir dieser Gedanke, oder macht er mir nur Angst? Diese Frage kann alles verändern. Denn viele Gedanken wollen dich nicht schützen. Sie halten dich nur fest. Manchmal merkst du gar nicht, dass du zu viel denkst. Es fühlt sich normal an, fast wie ein Teil von dir. Du analysierst alles automatisch, ohne Pause. Und genau deshalb ist es so schwer, damit aufzuhören. Du stellst dir Gespräche vor, die noch gar nicht passiert sind. Du planst jede Antwort, jedes Wort, jede Reaktion. Und trotzdem fühlst du dich unsicher, weil dein Kopf immer noch mehr Szenarien findet. Kennst du das? Du schreibst eine Nachricht und liest sie 10-mal, bevor du sie abschickst? Du änderst Wörter, löscht Sätze, denkst wieder nach. Und am Ende bist du trotzdem nicht zufrieden. Oder du bekommst eine Nachricht und denkst sofort, was bedeutet das jetzt genau? Du suchst versteckte Bedeutungen zwischen den Zeilen. Und plötzlich fühlt sich alles kompliziert an. Overthinking macht kleine Dinge groß. Ein Blick, ein Wort, eine Pause. Alles bekommt eine Bedeutung, auch wenn es vielleicht gar keine hat. Und das Problem ist, dein Körper reagiert darauf. Dein Herz schlägt schneller, deine Schultern sind angespannt. Du fühlst Stress, ohne dass wirklich etwas passiert ist. Dein Kopf macht aus Gedanken echte Gefühle. Vielleicht fragst du dich manchmal, warum bin ich so? Warum können andere einfach entspannen? Und ich nicht? Aber die Wahrheit ist, dein Gehirn versucht nur, dich zu schützen. Es denkt, wenn du alles kontrollierst, passiert nichts Schlimmes. Doch Kontrolle hat ihren Preis. Je mehr du denkst, desto weniger vertraust du dir. Du suchst immer neue Antworten, aber findest nie Ruhe. Und genau das ist der Kreis, der dich festhält. Ein Gedanke führt zum nächsten. Und plötzlich bist du ganz woanders. Nicht im Moment, nicht im Jetzt, sondern in einer Welt, die nur in deinem Kopf existiert. Aber was wäre, wenn du nicht jeden Gedanken ernst nehmen musst? Was wäre, wenn du ihn einfach sehen kannst, ohne sofort zu reagieren? Das ist der erste Schritt. Du bist nicht deine Gedanken. Du bist der Mensch, der sie beobachtet. Und das ist ein großer Unterschied. Ein Unterschied, der dir Freiheit geben kann. Manchmal hilft es, einfach stehen zu bleiben. Tief zu atmen, langsam, bewusst.
und den Moment zu fühlen. Nicht gestern, nicht morgen, nur jetzt. Denn Overthinking lebt nicht im Moment. Es lebt in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Aber das echte Leben passiert genau hier und genau jetzt. Du musst nicht alles verstehen. Du musst nicht alles kontrollieren. Manche Dinge dürfen einfach passieren. Und das ist okay. Und vielleicht ist nicht jeder Fehler ein Problem. Vielleicht ist er nur ein Teil vom Leben. Etwas, das dich wachsen lässt. Auch wenn es sich schwer anfühlt. Du darfst unsicher sein. Du darfst nicht alles wissen. Du darfst auch mal loslassen. Das macht dich nicht schwach, sondern menschlich. Und weißt du was? Die meisten Dinge, über die du dir Sorgen machst, passieren nie. Aber sie rauben dir trotzdem Energie. Stell dir vor, wie viel Ruhe du fühlen könntest. Wenn dein Kopf leiser wäre. Wenn Gedanken kommen, aber dich nicht mehr kontrollieren. Das ist möglich. Nicht von heute auf morgen, aber Schritt für Schritt. Mit Geduld und mit Verständnis für dich selbst. Du bist nicht allein mit diesen Gedanken. Viele Menschen fühlen genau das, jeden Tag. Auch wenn sie es nicht zeigen. Auch wenn es still bleibt. Vielleicht hörst du dieses Video gerade und denkst, das bin ich. Und genau das ist okay. Denn Veränderung beginnt genau hier. Du musst nicht perfekt sein. Du musst nicht immer ruhig sein. Aber du darfst lernen, freundlicher mit dir selbst zu sein. Deine Gedanken sind laut. Aber du kannst lernen, leiser zu werden. Nicht durch Kontrolle, sondern durch Vertrauen. Vertrauen in dich. Vertrauen ins Leben. Und Vertrauen, dass nicht alles perfekt sein muss, damit es gut sein kann. Vielleicht brauchst du heute keine Antwort. Vielleicht brauchst du nur Ruhe. Nur einen Moment. Ohne Druck. Ohne was wäre wenn. Und vielleicht darfst du dir selbst sagen, es ist okay, nicht alles zu wissen. Es ist okay, einfach zu sein. Dein Kopf wird nicht von heute auf morgen still. Aber er kann ruhiger werden. Und mit jedem kleinen Schritt wird es leichter. Und vielleicht merkst du eines Tages, dass du nicht mehr alles analysierst. Dass du einfach lebst. Und dich dabei gut fühlst. Wenn du dich in diesem Video wiedergefunden hast, schreib mir in die Kommentare, ich overthinke auch. Du bist nicht allein. Wirklich nicht. Und vielleicht beginnt genau hier dein erster ruhiger Gedanke. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib uns einen Daumen hoch, abonniere unseren Kanal und schalte die Glocke ein. Bis bald.